Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Unboxing hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich habe heute für euch den Hypoallergenic Adventskalender. Den habe ich letztes Jahr mit euch auch ausgepackt. Das ist Clean Beauty und für alle interessant, die vielleicht auch so Allergien haben und genau solche Produkte eben benutzen müssen, weil es nicht anders geht. Und wir packen den jetzt mal gemeinsam aus. Der kostet knapp 40 Euro und wir schauen mal, ob der sich lohnt. Und falls ihr Lust habt, mit mir gemeinsam hier reinzuschauen, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt oder ihr neu hier seid auf meinem Kanal. Ich würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und ihr dürft auch gerne kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Ja, der Hypoallergenic Adventskalender. Clean Beauty steht hier drauf, Clean Mind. Und der ist sehr leicht. Hier werden wir Kosmetik drin finden. Ich will gerade mal gucken. Das ist ein wiederverwendbarer Adventskalender. Das heißt, den muss man nicht wegwerfen. Den kann man wiederverwenden und gegebenenfalls neu befüllen für jemand anderen. Und ja, genau, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Der kostet, ich rechne das noch aus, 39,99 Euro. Ich habe den bei Rossmann bestellt. Gucke ich jetzt gerade mal, 39,99 geteilt durch 24, weil der 24 Türchen hat, bezahlen wir 1,67 Euro aufgerundet pro Türchen. Das ist doch ganz in Ordnung und den Preis finde ich persönlich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir bekommen hier Clean Beauty, also ohne Allergene und genau. Ja, für all diejenigen, die das brauchen und möchten. Von daher, also ich finde das eigentlich ganz gut. Letztes Jahr hat mir der Kalender nicht so gut gefallen. Ich hoffe, dieses Jahr ist er ein bisschen besser. Den gibt es übrigens auch bei Müller online. So, wir starten mit der 1. Am Ende lege ich euch wieder alles hier hin, filme euch einmal ab, was hier drin war. In Türchen Nummer 1 finden wir einmal ein Vegan Collagen Eye Serum. Und das sind 10 Gramm. Also das ist mit Kokosnuss und Hafer, glaube ich, gemacht, so wie ich es erkennen kann. Ja, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das finde ich ein gutes erstes Türchen. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel Skincare hier drin, weil ich denke immer so, Make-up. Make-up ist gut in so einem Kalender. Und ich gehe auch immer davon aus, dass hier halt Make-up drin ist. So, Türchen Nummer 2. In der 2 haben wir ein Ultra Gloss drin. Lip Serum Volumizer. Der ist ja schön. Der ist so ein bisschen rosé holographisch. Also der sieht wirklich hübsch aus, muss ich sagen. Also das finde ich auch gut für die Lippen. Das ist so ein Lipgloss Serum in der Art. Mit so ein bisschen Schimmer halt eben, was man dann auf den Lippen sieht. Ja, das ist ganz schön. So, hier sind immer solche Laschen, die man eindrücken kann, damit man die Türchen einfach herausholen kann. Das finde ich sehr gut. Ja, hier haben wir in der 3, solche Haarklemmen drin. Das finde ich aber jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also ich nutze die nicht gern, weil hier meine Haare sich immer drin verfangen. Ich habe so feines Haar und irgendwie reiße ich mir da immer was raus. Ja, passend zum Kalender in so einem Pfirsichton. Ja, das ist halt ein Füllprodukt, aber ich finde, das ist ein ganz sinnvolles Füllprodukt. Das kann man gut gebrauchen, wenn man sich schminkt, um die Haare so ein bisschen wegzumachen. Das finde ich wirklich in Ordnung. Also das finde ich jetzt kein Blödsinn. So, die 4. In der 4 haben wir Just Free Skin Color Balance Primer. Oh, so ein Camouflage Primer ist das. Ist es denn jetzt so ein grüner? Also, ich zeige euch das mal so ein bisschen. Das ist wie so ein, ja, wie eine Foundation eben. Also das hat auf jeden Fall, ist das getönt, das Produkt. Sehr gelblich. Also es ist sehr, also hier seht ihr das in der Kamera vielleicht nicht so, aber das ist schon arg gelb. Also für mich wäre es auf jeden Fall zu gelb, wenn ich mir es auftragen würde. Weiß ich nicht, sind 10 Gramm hypoallergene Hautausgleichender Primer. Okay, da kommt dann ja wahrscheinlich dann noch die Foundation drüber. Weiß ich nicht so genau. Sagt ein Primer? Warum hat der Primer denn so viel Farbe? Also das ist wirklich wie eine Foundation. Weiß ich noch nicht genau. Ich werde es mal ausprobieren. Ich habe es jetzt auch aufgemacht, aber irgendwie hätte ich mir da vorgestellt, ein bisschen dezenter vom Ton oder gar kein Ton. So, die 5. In der 5 haben wir einen Orange, also das ist so ein Rot-Orange, richtig mega geiler Ton, Nagellack drin, 5,5 Gramm. Ich finde, das ist ein mega hübscher Ton, gerade für den Sommer. Also ich kann euch sagen, ich finde die Farbe schön und würde den auch benutzen. Finde ich richtig toll, dieser grelle Ton. Ich glaube, das sieht mega schön aus auf den Füßen. So, Türchen Nummer 6, der Nikolaus. Haben wir hier was Besonderes drin? Hier haben wir ein Liquid Lipstick Vegan drin. 8 Stunden matt. Ja, das ist so ein Rot.
Also passt auch jetzt so zu dem, also das ist eher so ein, ich würde sagen, warmes Rot. Das ist kein kühles Rot. Ich finde warmes Rot nie so hübsch. Kühles Rot mag ich ein bisschen lieber, könnte aber auf den Lippen auch schön aussehen. Ist auf jeden Fall ein gutes Produkt, finde ich. Schönes Türchen Nummer 6. Hätte ich mich, also ich versetze mich immer so da rein, wenn ich den im Dezember auspacke. Wie finde ich das? Wie fühle ich mich, wenn ich Türchen Nummer 7 jetzt im Dezember aufmache? Ne? Was für Gefühle kommen, wenn ich das aufmache? So, und hier haben wir jetzt drin einen Longwear Pencil, und zwar so ein Kajalstift, so ein Automatic, den man eben hochdrehen kann. Der hat hinten sogar einen Spitzer. Oder nee, hat er nicht? Hä? Was ist denn das hier hinten für was dann? Nee, Spitzer ist hier keiner drin. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat der hinten einfach so ein Dings, was man aufmachen kann. Ja, das finde ich auch ganz gut. Man kauft sich ja den Kalender. Also ich würde mir den Kalender kaufen, wenn ich jetzt wirklich viele Allergien hätte und kann mich nicht so schminken und ich möchte was Hypoallergenes haben, würde ich mir den kaufen in der Hoffnung, dass ich hier ganz viel Make-up drin habe, was ich dann benutzen kann. Genau. So, hier haben wir die 8 und hier haben wir einen Mini-Sponge drin. Oh, ist der süß. Der ist ganz niedlich. Der kommt in meine Mini-Tasche, meine Make-up-Mini-Tasche. Der ist ganz, ganz niedlich, ist aber halt auch recht klein. Also, ne, ist halt schon wie ein Daumen. Also ich finde den niedlich, aber wie gesagt, ich hätte halt lieber ein bisschen mehr Make-up statt solche Dinge, weil ich mir den gezielt deshalb kaufe, damit ich diese Sachen habe. So empfinde ich das zumindest. So, Türchen Nummer 9. Hier haben wir drin eine Mascara. Upper and Lower Lash Precise Mascara. Das finde ich richtig, richtig toll. Da blende ich euch das Bürstchen mal ein. Eine hypoallergene Mascara. Das finde ich wirklich gut. 9 Gramm, Full-Size Größe. Da muss ich sagen, super. Das ist wirklich ein super Türchen. So, Türchen Nummer 10. Wo ist denn die 10? Hier unten. Hier bin ich echt mal gespannt, was am Ende hier so liegt. Hier haben wir einen Liquid Bronzer drin. Ach, das ist auch schön. Guckt mal, in 10 Gramm. Den werde ich auch mal gerade swatchen. Das Liquid-Produkte, ich habe euch gar nicht erzählt. Ich habe, glaube ich, vor, alle meine Powder-Bronzer bis auf ein paar Stück auszusortieren. Ich benutze keinen mehr. Guck mal, das ist der Bronzer. Kann man auch gut, finde ich, als Konturton benutzen. Also ich finde diesen Bronzerton richtig hübsch. Der ist richtig schön cremig. Ich verblende den mal so ein bisschen, was halt so geht. Ich glaube, der könnte mir richtig gut gefallen. Fürs Gesicht natürlich. Ich will mir abgewöhnen, die Kalender so früh zu loben, aber ich finde den gut. Dieser Liquid Bronzer, der hat mich jetzt gerade hier, also damit haben die mich jetzt gekriegt. Ich finde das sehr schön, wenn jetzt noch ein Liquid Blush mit drin ist. Gleich. Oder ein Liquid Highlighter, das fände ich total klasse. So, die 11, fast Halbzeit. Hier haben wir drin ein Brow Pen. In einem ganz hellen Ton. Oder ist der dunkel? Also ein Augenbrauenstift eben. Bei mir passt der jetzt farblich tatsächlich. Man würde denken, der ist jetzt nicht. Nee, also ich finde farbgebundene Produkte nach wie vor nicht gut. Den kann jetzt nicht jeder benutzen. Ich schon. Weiß ich nicht. Den kauft man sich doch gezielt, wenn man... Und der verläuft auch total. Der verläuft, ja. Für mich persönlich jetzt kein schönes Produkt, weil, wie gesagt, farbgebunden muss man dann halt, dafür gibt es ja unsere Videos auch, da kann man gucken, ob das vielleicht dann passt oder nicht. Na, ich wollte es nur dazu sagen. So, die 12, die Halbzeit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den Kalender bisher findet. Ich bin gespannt. So, hier haben wir jetzt einen Longwear Pencil drin, und zwar einen Lip Liner, einen knallroten, einfachen Lip Liner. Der passt dann auch zu dem Liquid Lipstick. Ja, das passt gut dazu. Das finde ich ein schönes Produkt. Türchen Nummer 13. Ich weiß aber, dass ganz viele von euch keinen roten Lipstick mögen. Ich persönlich mag roten Lipstick. Ich freue mich auch immer, wenn irgendwo einer mit drin ist. Aber ich kann verstehen, dass man das nicht mag. So, die 13, weil nicht jeder trägt gerne Lipstick. Hier haben wir einen Powder Puff drin. Das ist aber, also der ist besser wie andere, die ich... Also ich habe hier einen, den habe ich in Anwendung genommen. Wo ist der denn? Das ist so ein ganz dünnes Ding. Der war jetzt irgendwo in einem Kalender mit drin. Ein wirklich hauchdünnes Ding. Und der hier ist jetzt schon so ein kleines bisschen besser. Besser ist es aber nicht. Wir haben jetzt schon 3 Füllprodukte bei der 13. Ich hoffe, dass nicht noch mehr kommen. Das mögen wir nicht. Wir wollen Make-up. So, die 14. Ja. Liquid Blush haben wir hier. Ach, da freue ich mich gerade richtig. Das ist auch keine bestimmte Farbe, sondern das ist einfach hier
Liquid Blush und in einem schönen Ton. Ich zeige euch den, guckt mal. Der ist wirklich schön. Das ist ein richtig schöner, frischer Ton. Gefällt mir sehr gut. Auch so schön cremig und gut pigmentiert. Also so dafür, dass es hypoallergen ist, Leute, muss ich ganz ehrlich mal sagen, haben die Sachen eine sehr schöne Qualität. Also der Kalender, ich versuche mich an letztes Jahr zu erinnern. Ich weiß, ich war sehr enttäuscht. Irgendwie, der war nicht so gut gewesen, meine ich. Also wenn der nicht so gut war, hat er sich dieses Jahr um 100% gesteigert bisher. Von daher, bis jetzt kann ich nicht so viel Negatives sagen. Die 15, wo haben wir die denn? Wir gucken aber, wie es wird. Wer weiß. Es kann ja auch ganz schnell umschlagen. Das haben wir auch schon oft erlebt, gell? Dass Kalender super waren. Und dann hat man die gelobt, weiter ausgepackt und dann kam nur noch Schrott. Hier haben wir den Vegan Lip Scrub. Guck mal, das ist auch cool. Das ist kein Lippenstift, sondern so ein Lip Scrub eben, den man hochdrehen kann. Den hatten wir aber, glaube ich, letztes Jahr schon drin. Der riecht nach nix. Ja, das finde ich aber ein gutes Produkt. Ich mag Lip Scrub in so einer Form lieber wie in so Döschen, weil in so Döschen, das ist so unhygienisch irgendwie. Hier, also da muss man ja mit den Fingern irgendwie auch was rausnehmen und das hat man hier jetzt nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen besser. So, die 16 ist aber Geschmackssache. 16 haben wir hier. Nochmal was Schwereres. Hier haben wir drin Vegan Kollagen Lash Serum und Primer. Oh, das ist aber schön für die Wimpern. Mit Kollagen, Lash-Serum und Primer. Ja, warum nicht? Kann man sich unten drunter geben, bevor man die Mascara drauf macht. Das sind 7 Gramm. Ich finde tatsächlich auch, dass die Marke ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat, weil die halt so schön für jeden geeignet sind. Also das ist schon eine gute Sache, wenn man mal Probleme hat und keine anderen Sachen benutzen kann und sich mal damit dann auch beschäftigt, ich versuche mich da rein zu versetzen, dann findet man hier eine Marke, wo man nach gesucht hat, denke ich mal. Also 17 haben wir hier. Hier haben wir noch einen Nagellack drin und zwar so ein Rosenholzton. Ja, und auch wenn man viele Allergien hat, trifft das, glaube ich, auch den Nagellack. Ne? Also Nagellack kann man dann auch nicht mehr alles benutzen, weil ja dieser Hema oder wie das heißt, dieser Stoff Hema da drin ist. Von daher denke ich mal, ist das dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man dann sagt, oh, ich habe 2 schöne Lacke mit dabei, die kann ich benutzen, so die 18. Ich befürchte ein Füllprodukt. Ja, ein Gua Sha Stein, aber aus Plastik. Ach nö. Ein Gua Sha Stein aus Plastik, das finde ich nicht so gut. Also ich muss ehrlich sagen, ein Gua Sha Stein, wenn dann einen richtigen aus Stein, das macht dann auch, also ich finde das einfach toll. Aber aus Plastik finde ich nicht so cool. Nee, Plastik Gua Sha Stein. Gua Sha Stein ist gut, auf jeden Fall. Wenn man noch keinen hat, freut man sich bestimmt, aber nicht aus Plastik. So, die 19, was haben wir denn hier? In der 19 haben wir Vegan Brow and Lash Gel Mascara. Das ist schön, eine klare Augenbrauen- und Wimpernmascara eben. Die ist klar. Übrigens kommt die Marke aus Polen. Sehr schön, nicht farbgebunden. Das ist ein gutes Produkt. Das andere hätten die sich sparen können für die Augenbrauen. So, die 20. Was haben wir in der 20 drin? Hier ist der Liquid Highlighter. Ja. Oh mein Gott. Also das macht mich gerade wirklich happy. Das habe ich ja vorhin gesagt. Also wenn das drin ist, finde ich es super. Und das finde ich super. Guck mal, das ist der Highlighter. Der ist so ein bisschen roséfarben. Also, ja, Champagner, Rosé so ein bisschen. Der ist richtig schön, der Liquid Highlighter. Also hiermit haben sie wirklich schon gewonnen, meiner Meinung nach. Liquid Blush, Liquid Highlighter, Liquid Bronzer. Finde ich richtig, also das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Also das sind gute Produkte. So, die 21. Und die sind ja auch gut pigmentiert. Das sind bis jetzt, ist das auch so mein Highlight hier drin. Türchen Nummer 21. Wir haben schon 21. Hier haben wir einen Longwear Eye Pencil nochmal drin und zwar diesmal in einem dunkelbraun. Das ist auch gut. Also einen schwarzen Kajal und einen braunen Kajal haben sie reingemacht. Das Ding ist, schwarzen Kajal mag nicht jeder. Ich hätte jetzt, wenn ich den gepackt hätte, nur einen braunen reingemacht. Da wirst du aber auch nicht jedem gerecht mit. Weißt du, das ist eigentlich eine ganz nice Sache, dass die 2 reinpacken. So, die 22, das größte Türchen hier. Also hier haben sie jetzt, ja, 2 Haarbänder reingemacht. Es hat nicht, also die sind schön. Das sind so ganz weiche Dinge, so. Kommen lauter Haare raus. Nee, also für mich sind sie nichts. Es hat ja auch nicht jeder langes Haar, weiß ich. Für mich sind sie jetzt nichts. Mir sind die zu flutschig. Mir rutschen die raus. Also hier hätten sie doch, also da muss ich sagen, so eine Lidschattenpalette. Und wenn es nur eine 4er Lidschattenpalette, vielleicht kommt hier noch eine, ich glaube, aber befürchte ich nicht, hätte doch hier gut reingepasst in die 22. Oder sehe ich das falsch irgendwie?
weiß nicht, ob die Lidschatten haben. Die 23. Hier haben wir einen Liquid Eyeshadow. Okay, hier haben wir es doch. Der ist wunderschön, Leute. Der ist so richtig sparkly. Der gefällt mir sehr. Solar Glow heißt die Farbe. Ist wunderschön. Ist wunderschön. Ich weiß nicht, wie gut die halten. Das ist einfach so ein Schimmer, den man sich eventuell, also den würde ich mir jetzt, wenn ich wäre, ich weiß nicht, ob es sowas gibt, Hypoallergene, also so eine Base, weiß ich nicht, was könnte man denn da machen, weil die Nabla Cupid Arrows hätte ich jetzt empfohlen und das dann oben drüber, weil das ist so meine Lieblingskombi, aber hier kann man das ja dann nicht machen, weiß ich nicht, oder man gibt es einfach so aufs Augenlid, das ist auf jeden Fall schön, das ist schön, doch, also ich finde es gut und wisst ihr so, ich habe noch gedacht, oh nee, kein Eyeshadow drin, aber dann haben sie doch noch einen reingemacht, so, und die 24, was fehlt denn jetzt noch, was haben wir denn hier noch drin? Hier haben wir nochmal eine Mascara drin, und zwar eine Waterproof Mascara. Wir haben zwar schon eine, aber das finde ich gar nicht mal so verkehrt. Das war der Hypoallergenic Adventskalender 2024. Ich schüttel mal, dass ich nichts vergessen habe. Nö. Ihr Lieben, was sagt ihr denn zum Kalender? Wie findet ihr diesen Inhalt? Schreibt es mir mal ehrlich in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Ich sage euch jetzt mal meine Meinung. Erstmal muss ich dazu sagen, ich glaube, der hat sich, bin mir ziemlich sicher, vom letzten Jahr auf dieses Jahr um 80% verbessert. Ich finde den wirklich gut. Man hat hier 1, 2, 3, 4, 5 Füllprodukte drin. Der Rest ist Make-up oder Pflege, wie auch immer man das nennen mag. Nagellack sind zwei mit drin. Lip-Liner, Lippenstift. Klar, es könnte, also verbesserungswürdig ist jeder Kalender irgendwo. Also es kann nie zu 100% super toll sein. Ich finde das farbgebundene Produkt nicht so gut. Ich finde das ein oder andere Füllprodukt nicht so gut. Aber wenn ich so gucke, es sind alles nützliche, schöne Sachen. Und für 40 € Make-up-Kalender, man darf auch nicht zu viel erwarten. Der ist wieder befüllbar. Der hat tolle Produkte, also ich finde den zu dem Preis, dafür, dass der hypoallergen ist, wirklich gut. Man muss auch fair bleiben und ich finde, ich glaube, das ist eine sehr faire Bewertung von mir, dass man den hätte teilweise ein bisschen besser machen können, aber dass der grundsätzlich wirklich gut ist. Meine Lieblingsprodukte hier drin sind die Liquid-Produkte, Liquid Blush, Liquid Bronzer und Liquid Glow. Wie schön ist das, dass sie das hier so reingepackt haben, diese Dreier. Also ich finde, das sind auch alles 3 wunderschöne Töne. Meiner Meinung nach ist das ein sehr schöner Adventskalender. Jetzt gucke ich noch, der Liquid Eyeshadow ist auch fest geworden, Leute. Der ist verschmiert nicht, der ist wirklich trocken und fest, was ich auch sehr gut finde, weil als Allergiker hat man ja oft das Problem, und deshalb finde ich auch die wasserfeste Mascara hier drin gut, dass man vielleicht auch Probleme hat mit tränenden Augen. Das habe ich zum Beispiel auch ganz oft. Ich habe bestimmt auch gegen irgendwas eine Allergie, aber dann passt halt so an Weihnachten, wenn man dann möchte, dass das Make-up wirklich hält, noch eine wasserfeste Mascara mit rein. Nee, also ich finde diesen Kalender sehr hübsch. Muss ich ganz ehrlich sagen, hier kann man einen Look mitschminken, kann man definitiv einen Look mitschminken. Und die haben ja sogar hier so ein Camouflage-Ding mit reingebracht. Wer da jetzt noch die passende Farbe hat, der kann hier sozusagen fast ein Fullface mitschminken. Ein Concealer würde hier noch fehlen, den kann man sich ja noch kaufen. Ein schöner Kalender. Meiner Meinung nach Daumen hoch dafür. Wirklich schön, dafür, dass es Clean Beauty ist, gut gemacht. Ich verlinke euch den Kalender mal, schaut gerne auch bei der lieben Claudi vorbei, die packt den auch für euch aus. Ich bin auf ihr Urteil sehr gespannt, was sie dazu sagt, wie sie den findet. Also ich finde den auf jeden Fall eine deutliche Steigerung zu letztem Jahr. Ich würde mich jetzt bei euch verabschieden. Dankeschön, dass ihr hier wart zum Schauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hat euch weitergeholfen bei der Suche nach eurem perfekten Adventskalender. Ich würde mich noch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und jetzt sage ich ciao, bis zum nächsten Mal. Eure Nicole. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hanging by the fire, chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Yeah, I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories.